Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um das Thema Minimalismus und ich wollte mal über eine Sache mit euch sprechen, die ja irgendwie nicht so viel diskutiert wird, also irgendwie schon. Auf der einen Seite ist es super sichtbar in der Minimalismus-Bubble, auf der anderen Seite werden die Vor- und Nachteile irgendwie nicht so richtig diskutiert. Es ist mal wieder Zeit, dass ich meinen Senf dazugeben möchte zu dem Thema visueller Minimalismus. Wozu überhaupt? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Was meine ich mit visueller Minimalismus? Dazu zählt für mich dieser Stereotyp, der überall in den sozialen Medien und auf Fotos kursiert, vom Minimalismus in der Wohnung mit sehr weißen, kahlen Wänden, mit leeren Zimmern und allgemein diese optische Leere, die visuelle Klarheit, die, glaube ich, auch sehr viele Menschen sehr anziehend finden. Das war jetzt eine sehr lange Zeit was Neues und etwas, das nicht so häufig war. Das hat sehr viele Leute neugierig gemacht und hat sicherlich auch dazu geführt, dass der Minimalismus sehr viele neue Anhänger und vor allen Dingen auch Interessenten gewonnen hat. Ich denke, dass der visuelle Minimalismus, also wie das eigene Zuhause aussieht, etwas zu entkoppeln wäre von dem Lifestyle an sich und dass es nur ein Teilbereich ist vom minimalistischen Lebensstil. Ich denke, viele Menschen sehen diese weiße Wohnung und diese Leere als so das Endgoal und die ultimative Messlatte für Minimalismus. Wenn ich so eine Wohnung habe, dann bin ich wirklich minimalistisch. Vor allen Dingen, dann kann es auch jeder sehen. Ich habe das Minimalismus-Spiel durchgespielt und ich bin im höchsten Level angekommen. Ich habe den Minimalismus gemeistert, sozusagen. Dieser Stereotyp der weißen Wände ist einfach der Inbegriff von Minimalismus und eben das Bild, was sehr viel in den Medien immer rezitiert wird. Und ja, jeder versteht auch, wenn er so ein Bild sieht, dass es dann um Minimalismus geht. Es ist quasi die bildliche Darstellung eines Lifestyles, der noch natürlich viel, viel tiefer geht als nur die Einrichtung einer Wohnung. Für mich persönlich war das am Anfang super erstrebenswert und ich habe das wirklich so interpretiert, wenn ich bei dieser Wohnung angekommen bin, dann habe ich das Ziel erreicht, dann habe ich Minimalismus zu Ende gespielt und bin da, wo ich hin will und dann sind alle meine Probleme gelöst. Und tatsächlich durch den Umzug nach Chile und durch unsere neue eigene Wohnung und dadurch, dass wir nur mit 2 Koffern hierher gezogen sind, war ich ja tatsächlich am Ende dann an diesem Punkt, wo ich eine leere Wohnung hatte. Das heißt, ich kann jetzt so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wie viel so eine leere Wohnung tatsächlich mit dem Minimalismus-Lifestyle überhaupt gemeinsam hat, was die Vorteile davon sind und was vielleicht auch die Nachteile sind. Sprechen wir zuerst mal über die Vorteile, die einige von euch sich vielleicht schon denken können, aber sind die tatsächlich wahr? Großes Mantra allgemeiner Minimalismus: weniger Ablenkung, weniger visueller Lärm. Und da kommt von meiner Seite aus ein absoluter Haken dran, kann ich total bestätigen. Es ist wirklich so, dass man einfach ruhiger wird, in einer gewissen Weise. Wir sprechen gleich noch über die andere Seite. Aber es entschleunigt so ein bisschen. Es vermittelt einem auch ein bisschen das Gefühl von einem Neuanfang, muss ich ehrlich sagen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es tatsächlich eine neue Wohnung war. Aber es bietet einem einfach unheimlich viel Platz für Gedanken. Außerdem ist es natürlich viel, viel leichter instand zu halten. Alles, was man nicht hat, darum muss man sich auch nicht kümmern. Und man muss es vor allen Dingen auch nicht putzen. Das Putzen geht super einfach, immer noch. Also ich würde unsere Wohnung ja immer noch als sehr minimalistisch eingerichtet bezeichnen. Also insgesamt geht natürlich weniger Zeit dafür drauf, das alles staubfrei zu halten. Und es kann natürlich weniger kaputt gehen, das heißt, man muss sich um weniger kümmern. Ein weiterer Vorteil ist, dass man, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, seine Wohnung so einzurichten, keine Gefahr läuft, auf irgendwelche Trends reinzufallen oder irgendwelche Einrichtungsgegenstände zu wählen, die einem vielleicht später irgendwann nicht mehr gefallen. Das heißt, da spart man natürlich Geld. Erstens, weil man Sachen gar nicht kauft. Und zweitens, weil man Sachen auch nicht ersetzen möchte. Und zu guter Letzt ist es natürlich die absolut
optische Bestätigung, dass man Minimalist ist und man wird regelmäßig, also täglich, mehrmals täglich daran erinnert, dass man Minimalist ist und es hat natürlich auch so ein bisschen Einfluss darauf, wie man sein Shoppingverhalten im weitesten Sinne gestaltet. Das heißt, wenn ich im Internet surfe und vielleicht mir Werbung angezeigt wird für etwas, das mich interessiert, dann bin ich in einem Raum, der vielleicht schon relativ voll ist, eher anfällig dafür, das zu kaufen, weil ich mir denke, es macht auch keinen Unterschied mehr. Aber wenn ich in einem Raum sitze, der quasi leer ist, dann denke ich mir vielleicht, das setze ich jetzt aber schon aufs Spiel, wenn ich damit wieder anfange. Ein Vorteil kann aber auch gleichzeitig ein Nachteil sein und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gemerkt habe und da steigen wir jetzt auch richtig tief ein und bewegen uns weg von der Oberflächlichkeit des Themas Dekoration. Der viele Platz, den man hat und die wenige Ablenkung, die einen davon abhält, über die wirklich wichtigen Sachen im Leben nachzudenken. In einer visuell minimalistisch eingerichteten Wohnung, in der man den Großteil seiner Zeit verbringt, wird man automatisch mehr Zeit mit Nachdenken verbringen, denn es gibt einfach weniger zu tun. Das ist meiner Meinung nach eine total positive Sache, auch wenn man es in dem Moment vielleicht als nicht so positiv empfindet, gerade wenn man aus einem anderen Leben kommt und das sozusagen eine Umstellung war hin zum Minimalismus. Denn ich habe schon mal drüber geredet, wenn all die Gegenstände weg sind, dann hat man nichts mehr, was einen von seinen wirklichen Problemen ablenkt. Und die wirklichen Probleme sind auf einmal total sichtbar. Und man hat keine Gegenstände mehr, hinter denen man sich verstecken kann. Keine To-Dos mehr, keine Putzpläne mehr, mit denen man sich ablenken kann. Es gibt keinen Ausweg mehr aus der eigenen Gedankenwelt. Und im Großen und Ganzen ist das echt eine super Sache. Denn ich glaube, wenn sich jeder mehr mit seiner eigenen Gedankenwelt und seinem eigenen Wohlbefinden auseinandersetzen würde, dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort. Aber dazu sei gesagt, dass in dem Moment, wo es soweit ist, das meistens nicht so viel Spaß macht. Es ist nicht sehr angenehm, sich mit seinen eigenen Problemen auseinanderzusetzen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es sich natürlich immer lohnt und man am Ende gestärkt und als emotional gesünderer Mensch daraus hervorgeht. Aber in dem Moment würde man natürlich viel lieber putzen, als sich mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Man hat das Gefühl, vor sich selbst auf dem Präsentierteller zu sein und man kann dem nicht entgehen. Ich habe inzwischen so ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Meine Methoden sind die Meditation, obwohl es eigentlich schon fast keinen Unterschied mehr macht, ob man meditiert oder nicht in einem leeren Raum. Das Tagebuchschreiben in verschiedensten Formen. Das kann Free Writing sein, also einfach alles aufschreiben, was einem in den Kopf kommt. Das kann aber auch was wirklich Gezieltes sein, wie zum Beispiel ein Vision Board machen. Das kann sein Affirmationen aufschreiben, das kann sein Manifestation oder das kann natürlich auch sein Shadowwork oder Schattenarbeit. Das heißt, sich ganz gezielt mit einem bestimmten Problem auseinanderzusetzen, das man hat. Und diese leere Umgebung unterstützt einen natürlich dabei. Allerdings führt es natürlich auch so ein bisschen dazu, dass man sich etwas verlorener fühlt, weil es fehlt so ein bisschen die Gemütlichkeit. Man hat vielleicht eher das Gefühl von Kälte. Und ich persönlich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, in einer Arztpraxis zu sein. Zumindest, wenn ich Shadowwork gemacht habe, in einem leeren Raum. Also es fehlt so ein bisschen die, in Anführungszeichen, geschützte Umgebung, dieses Kinderzimmer-Feeling. Also unterm Strich, die Nachteile sind natürlich, es fühlt sich ungemütlicher an, man kann sich hinter nichts verstecken. Es kann sein, dass man ein Gefühl von Kälte verspürt oder dieses Arztpraxis-Krankenhaus-Feeling. Und man ist vor sich selbst auf dem Präsentierteller. Und wenn man keine Vorhänge hat, so wie wir, dann auch vor den Nachbarn. Also, ist der visuelle Minimalismus in der Einrichtung jetzt unterm Strich was Gutes oder was Schlechtes? Das hängt natürlich extrem davon ab, was ihr euch vom Minimalismus erhofft und überhaupt, was ihr aus eurem Leben machen wollt. Welche Entwicklungsschritte ihr mit eurem Leben in Zukunft gehen möchtet. Meine persönliche Erfahrung war, dass der visuelle Minimalismus, also diese extrem leere Wohnung, für mich eine Phase war, für die ich super duper dankbar bin, weil sie mir eben ermöglicht hat, mich noch mehr mit meiner Innenwelt auseinanderzusetzen. Und ich habe das bewusst auch als Phase angesehen und konnte mich auch so motivieren, da durchzugehen, indem ich mir gesagt habe, okay, du nimmst dir jetzt die Zeit, die Wochen oder Monate, die sich richtig anfühlen für dich. Du hast dein Tagebuch hier auf dem Tisch und du arbeitest dich da durch alle Sachen, die irgendwie nach oben kommen. Und da bin ich jetzt auf einem ganz guten Weg und sehe jetzt gerade im Moment nicht mehr so die extremen Vorteile dadurch, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass es so viele Dinge gibt,
für die ich extreme Ruhe brauche. Ich habe das Gefühl, dass ich mich ganz gut durchgearbeitet habe durch die meisten Themen. Ich sehne mich entsprechend wieder so ein bisschen mehr nach Gemütlichkeit. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt wieder alle möglichen Gegenstände in die Wohnung schleppe. Möglichkeiten, um die Wohnung oder den Wohnraum etwas gemütlicher zu gestalten, ohne direkt einen Haufen Dinge reinzubringen, ist, mit den Wänden zum Beispiel zu arbeiten. Da gibt es Möglichkeiten wie zum Beispiel wärmere Töne an den Wänden, Strukturtapete, allgemein irgendeine Art von Wandanstrich, der so ein bisschen mehr Struktur hat und da so ein bisschen mehr Dreidimensionalität reinbringt in den Raum, alles in warmen Tönen. Dann warme Lampen, wie ich euch ja schon mal erzählt habe, beziehungsweise Lampen mit warmem Licht, mit warmen Glühbirnen. Für mich hatte diese leere Wohnungsphase so ein bisschen was von der Kur, von einem Retreat, wo ich mir ein paar Wochen Zeit genommen habe, um das wirken zu lassen, um anzukommen. Und jetzt werde ich so lange Elemente hinzufügen, die das Ganze ein bisschen gemütlicher und wärmer erscheinen lassen, bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte auf keinen Fall wieder zu der vollgestopften, also nach meinem Empfinden vollgestopften Wohnung, wie wir sie früher hatten, also bevor ich mit dem Minimalismus angefangen habe. Meine persönliche Meinung ist, dass Gemütlichkeit und Minimalismus koexistieren können und man auch ohne Gegenstände oder ohne viele Gegenstände eine gemütliche Atmosphäre schaffen kann, in der man sich wohl und heimlich fühlt. Je mehr ich mich mit dem Minimalismus beschäftige und je länger ich Minimalistin bin, desto mehr ist dieser visuelle Minimalismus für mich einfach eine Übersetzung in Bilder, die Medien gebrauchen können, um dem Zuschauer zu vermitteln, okay, hier in diesem Artikel oder in diesem Video geht es um Minimalismus und so sieht Minimalismus aus. Es ist quasi ein Symbol für Minimalismus. Aber es hat nicht unbedingt was mit der langfristigen Realität zu tun. Trotzdem ist der visuelle Minimalismus für mich ein gutes Werkzeug, um noch mehr in den inneren Minimalismus einzusteigen. Und nur weil man mal an dem Punkt ist, heißt das ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Das Leben verändert sich immer weiter und das ist auch gut so. Wir dürfen unsere Einrichtung verändern. Wir dürfen von einer vollgemüllten Wohnung hin zu einem visuellen Minimalismus und dann wieder ein bisschen zurück zu einer gemütlicheren Einrichtung. Alles ist erlaubt. Jeder kann das machen, womit er sich am wohlsten fühlt. Ich hoffe, ihr fandet meine Gedanken zum visuellen Minimalismus spannend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob euer Ziel auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal war, diese super minimalistische Einrichtung zu haben oder ob ihr vielleicht sogar schon mal an dem Punkt wart und euch dann wieder entfernt habt oder ob ihr an dem Punkt wart und dort geblieben seid. Das würde mich echt total interessieren. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis bald.